Der Ablageort eines OneNote-Notizbuchs spielt eine große Rolle für die Nutzung, aber auch fürs Wiederfinden und fürs Löschen eines Notizbuchs. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Heute schauen wir uns an, wo ihr OneNote-Notizbücher anlegen könnt und wie ihr das mit verschiedenen Programmen wie OneNote, OneDrive, SharePoint oder auch Teams macht. Im Prinzip gibt es zwei Blickrichtungen beim Anlegen eines Notizbuchs und die eine Blickrichtung ist die Blickrichtung auf den Ort, also wo lege ich an, und die andere ist der Weg. Und da gibt es viele Varianten und es lohnt sich mal genauer anzugucken, wie das funktioniert. Zum Ort zunächst. Ja, ihr könnt OneNote-Notizbücher lokal oder auch im Netzwerk ablegen. Muss man schauen, ob das sinnvoll ist. Ihr könnt sie auf einem SharePoint-Server anlegen. Ihr könnt sie in eurem persönlichen OneDrive ablegen. Und rein theoretisch könnt ihr das auch bei anderen Cloud-Anbietern. Das ist aber eher nicht empfehlenswert. Warum? Da gehe ich nachher noch genauer drauf ein. Zum Weg: Natürlich könnt ihr ein neues OneNote-Notizbuch mit OneNote anlegen und das macht vor allem, wenn es darum geht, lokal oder im Netz ein Notizbuch anzulegen, auch Sinn. Aber ihr könnt ein OneNote-Notizbuch auch mit OneDrive oder mit SharePoint anlegen und das ist meistens die bessere Lösung, wenn ihr genau wissen wollt, wo ihr euer Notizbuch ablegt. Und ihr könnt es auch mit Teams anlegen. Genau genommen ist es so, wenn ihr eine neue SharePoint-Seite anlegt oder auch ein neues Team in Microsoft Teams, dann wird automatisch schon ein Notizbuch mit angelegt. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen auf die verschiedenen Speicherorte, dann gibt es ein paar Aspekte, nämlich einmal was die Zugriffsmöglichkeiten angeht, dann auch was die Synchronisation in OneNote angeht, die Sicherung und auch die Zugriffsrechte bzw. die gemeinsame Nutzung. Wenn ihr lokal ein OneNote-Notizbuch anlegt, dann ist es so, dass nur derjenige oder diejenigen Zugriff haben, die an diesem Gerät sitzen. Es gibt keine OneNote-Synchronisation, also insofern gibt es auch keine Probleme damit, weil hier direkt gespeichert wird. Und für die Sicherung bist du selbst verantwortlich. Das heißt, die Frage ist, hast du eine lokale Sicherung? Wenn nicht, solltest du dir die natürlich einrichten. Und bei den Zugriffsrechten ist es so, dass nur Personen, die an diesem Gerät sitzen, damit arbeiten können und die natürlich auch nur nacheinander. Also ein wirkliches gemeinsames gleichzeitig mit einem Notizbuch arbeiten geht hier nicht. Dann, wenn ihr im Netzwerk das Notizbuch anlegt, dann ist es so, dass nur in diesem Netzwerk Zugriff drauf ist und eben auch nur solange man Netzwerkzugang hat. Also wenn ich unterwegs bin, brauche ich einen Zugang in dieses Netzwerk. Die Synchronisation ist erfahrungsgemäß unproblematisch. Sie wird durchgeführt, das heißt, es gibt ein lokales Notizbuch bei dir und das wird synchronisiert mit dem Netznotizbuch, das du angelegt hast. Die Sicherung ist entweder eigenverantwortlich, wenn es dein eigenes Netzwerk ist, oder eben von deiner IT-Abteilung. Und hier ist es so, dass alle mit Berechtigung auf diesen Ort im Netz zugreifen können. Also wenn du eine Netzwerkablage hast, dann kannst du normalerweise nicht Zugriff auf einzelne Dateien vergeben, sondern immer nur auf ganze Orte oder Bereiche in so einem Netzwerk. Und wer da Zugriff drauf hat, der kann dort auch damit arbeiten. Und dann können auch mehrere Leute gleichzeitig damit arbeiten, wobei es hier dann die Synchronisation gibt. Und je nach Netzwerk und Rechnergeschwindigkeit kann das schon auch mal ein bisschen dauern. Also ich sage mal 1-2 Minuten im schlimmsten Fall kann das schon dauern, bis das, was du schreibst, bei deinem Kollegen oder deiner Kollegin synchronisiert ist. Wenn du mit SharePoint arbeitest, dann ist es so, man muss mit diesem SharePoint verbunden sein, und zwar entweder temporär oder eben auch dauerhaft per Netz- oder Internetzugriff. Und je nachdem, ob das ein SharePoint-Server ist, der on-premise, also bei dir in der Organisation installiert ist, oder ein Microsoft 365 SharePoint, kann man eben auch von außen auf diese Daten zugreifen. Also nicht nur innerhalb der Organisation, sondern auch über die Organisation hinweg. Die Synchronisation ist hier üblicherweise unproblematisch, meistens schneller als im Netzwerk, weil hier ein bisschen anders synchronisiert wird. Und auch hier ist wieder deine eigene IT
oder eben auch Microsoft für die Sicherung zuständig. Und die Besonderheit ist hier, es gibt auch noch eine Versionierung. Die ist jetzt bei OneNote nicht ganz so wichtig, aber zum Beispiel bei Word oder Excel oder PowerPoint-Dateien. Und du kannst hier mit allen gemeinsam arbeiten, die auf dieser SharePoint-Seite berechtigt sind. Man könnte sogar Einzelberechtigungen für so ein Notizbuch vergeben, wobei das nicht unbedingt sinnvoll ist, weil man sonst leicht den Überblick verliert, wer auf was Zugriff hat. Und hier ist eben auch möglich, gleichzeitig mit so einem OneNote-Notizbuch zu arbeiten. Bei OneDrive gilt eigentlich genau dasselbe wie bei SharePoint, denn im Prinzip ist OneDrive als Ablageort ein Teil von SharePoint, nämlich dein persönlicher Teil, auf den nur du Zugriff hast. Und das Besondere ist hier eben, du kannst jetzt hier auch auf einzelne Dateien in OneDrive den Zugriff an jemand anders geben, wobei auch da ähnlich wie beim SharePoint es meistens besser ist, auf ganze Ordner oder Ordnerstrukturen die Berechtigungen jemand anders zu geben, weil man dann einen besseren Überblick hat, wer darf eigentlich was in deinen eigenen Dateien. Wenn du jetzt dein OneNote-Notizbuch bei anderen Cloud-Anbietern ablegst, dann ist es natürlich auch so temporärer oder dauerhafter Zugriff in das Netz dieses Cloud-Anbieters. Die Synchronisation ist meiner Erfahrung nach eher ein bisschen problematisch, weil häufig die Synchronisation nicht eine OneNote-Synchronisation ist, sondern teilweise dann mit der Synchronisation, die der Anbieter zum Beispiel auf deinen lokalen Rechner durchführt, ins Gehege kommt. Also da liest man auch im Internet eher, dass es nicht empfehlenswert ist. Also zum Beispiel eine Sicherung bei dem Cloud-Anbieter ist kein Problem. Aber das online gemeinsam arbeiten, da werde ich eher ein bisschen testen, bevor ich das wirklich vollproduktiv einsetze. Für die Sicherung ist hier normalerweise der Cloud-Anbieter zuständig. Und bei den Berechtigungen ist eben notwendig, dass die Leute, die mit dir dort arbeiten, auch bei diesem Cloud-Anbieter berechtigt sind. Insofern ist das dann ähnlich wie bei einer Microsoft 365 Cloud. Jetzt aber zur Umsetzung in den verschiedenen Programmen. Zunächst also zu OneNote. Also wie kann ich in OneNote jetzt ein neues Notizbuch anlegen? Hier vor allem lokal bzw. im Netz. Du wählst das Menü Datei, gehst dann auf Neu und kannst dann sagen, ich möchte jetzt hier durchsuchen. Damit weißt du auch, wo du jetzt lokal ablegst. Was ich also nicht machen würde, ist dieser PC, dann hier den Namen des Notizbuchs eingeben und das Notizbuch erstellen, weil du dann nicht wirklich weißt, wo auf deinem lokalen Rechner eigentlich dieses Notizbuch angelegt wird. Das heißt also entweder hier bei zuletzt verwendet auf Durchsuchen oder bei dieser PC in einem anderen Ordner erstellen oder durchsuchen. Also irgend so etwas, damit du genau weißt, wo lege ich jetzt eigentlich mein Notizbuch ab. Und das ist der Standardordner für neue Notizbücher. Das ist im sogenannten Profil des Benutzers. Man kann diesen Standardordner auch ändern über die Optionen Speichern und Schließen. Und hier siehst du Notizbuch Standardspeicher und da steht dieser lokale Ort C-Users OA, steht für Online Akademie, Documents, OneNote Notizbücher. Und das ist eben genau der Ort, auf den du auch stößt, wenn du jetzt hier auf diesem PC und dann sagst in einem anderen Ordner, dann siehst du, das ist der Standardort. Ich mache das jetzt mal lokal an diesem Standardort. Beispiel für einen Ablageort lokal. Gehe auf Erstellen und damit wird das Notizbuch angelegt. Du siehst, hier ist es. Es heißt Beispiel für einen Ablageort lokal. Und ich sehe jetzt hier, dieses Notizbuch wird nicht synchronisiert, deshalb ist es hier grau. Ich kann in die Eigenschaften gehen und kann jetzt hier bei Speicherort ändern. Ich würde hier nicht ändern, ich würde hier nur nachschauen, kann ich sehen, wo das also jetzt abgelegt ist. Und genau derselbe Weg wäre es im Netzlaufwerk, Datei, Neu, Durchsuchen, Durchsuchen. Und dann suchst du dir hier eben dein Laufwerk H oder L oder M oder wie auch immer es heißt aus und legst dort dieses Notizbuch an. Rein theoretisch könntest du auch hier über Datei Neu direkt auf OneDrive oder auch auf einer Website auf SharePoint anlegen. Ich rate dir davon ab,
weil die Erfahrung zeigt, dass man meistens nicht genau weiß, wo man es dort abgelegt hat. Und deshalb ist der Zugang hier über SharePoint oder über OneDrive aus meiner Sicht der bessere. Kommen wir also zur Anlage eines Notizbuchs auf SharePoint. Ich bin hier auf einer SharePoint-Site, Einführung des neuen LMS. Wer schon mehr Videos gesehen hat, kennt diese SharePoint-Site schon. Und wichtig ist mir jetzt, jede Standard-SharePoint-Site hat schon ein Notizbuch. Also überleg dir gut, ob du wirklich auf der SharePoint-Site ein zweites Notizbuch brauchst oder ob du nicht lieber das hier vorhandene Notizbuch nutzt. Wenn du ein neues Notizbuch anlegst, ist zum Beispiel eine Möglichkeit, du gehst in deine Dokumentenbibliothek, wie auch immer die genau heißt, suchst dir dort den passenden Ort. Vielleicht soll das jetzt ein Notizbuch für das Teilprojekt Schulung sein. Und dann legst du hier über Neu OneNote Notizbuch . Das Notizbuch auf SharePoint an. Das wird direkt aufgemacht, geöffnet. Und wenn ich jetzt wieder zurückgehe auf meinen SharePoint-Server, das ist praktisch hier ein neues Register aufgegangen, dann sehe ich, hier ist dieses Notizbuch angelegt worden und dieses Notizbuch ist direkt im Browser geöffnet worden und das könnte ich jetzt direkt noch in der Desktop-App öffnen, sodass ich es dann dort auch verwenden kann. Aber dazu gibt es dann mal ein extra Video. Dann zu OneDrive. In OneDrive ist der Ablauf im Prinzip genau derselbe. Du hast deine Ordner, dort gibt es vielleicht schon Notizbücher. Du kannst dir auch neue Ordner anlegen, also zum Beispiel einen Ordner, wo du deine ganzen Notizbücher hast oder einen Ordner, wo du Daten mit einem Kollegen bearbeitest. Und in dem Ordner oder auch hier auf der obersten Ebene kannst du dann auch wieder ein OneNote-Notizbuch anlegen. Das wäre jetzt also das Beispiel für ein Notizbuch in OneDrive. Also der Weg ist genau derselbe wie bei SharePoint. Es geht jetzt auch wieder das Notizbuch gleich auf. Du siehst hier eigene Dateien OneDrive. Dort ist dieses Notizbuch angelegt. Ja, also genau derselbe Weg. Und jetzt zum Schluss noch zu Teams. In Teams sieht es so aus, du hast dein Team, das ist wieder die Einführung des neuen LMS. Und wenn du jetzt hier das Notizbuch nutzen willst, das ich dir gerade auf SharePoint ja schon gezeigt habe, nämlich entweder das wir angelegt haben, oder auch das Notizbuch, das standardmäßig angelegt worden ist, dann kannst du es dir hier oben einbinden, über das Plus, OneNote. Und dann kannst du mal schauen, hier gibt es zum Beispiel jetzt einmal das Notizbuch für die Einführung des neuen LMS. Das wurde angelegt, wie ich das Team angelegt habe. Und ich sehe jetzt hier auch das Beispiel für SharePoint, das ich in SharePoint angelegt habe, oder das für OneDrive. Wobei, Vorsicht jetzt, das Beispiel für SharePoint liegt in dem SharePoint-Server, der zu diesem Team gehört. Das heißt, alle Leute hätten Zugriff, die hier in dem Team sind. Dieses Notizbuch liegt in meinem OneDrive. Das heißt, da hätten die anderen dann keinen Zugriff. Ich nehme mal das Standardnotizbuch, gehe auf Speichern und dann seht ihr, das wird hier eingeklinkt und ich habe jetzt mit Projektplan und allem Möglichen habe ich das hier dabei. Wenn es mir um das Notizbuch geht, das ich unter Schulung angelegt habe, dann gehe ich hier auf Schulung, Dateien und da seht ihr, habe ich das Beispiel für den SharePoint angelegt, kann ich hier auch öffnen. Und wenn ich jetzt tatsächlich von Teams aus so ein Notizbuch anlegen wollte, ein neues, dann würde ich das hier über Neu machen. Ja, ihr seht, OneDrive, SharePoint, Teams im Prinzip der gleiche Weg. OneNote Notizbuch und das wäre jetzt Beispiel aus Teams für ein OneNote Notizbuch. Und dieses Notizbuch, das ich jetzt hier über Teams angelegt habe, ist genau genommen auf dem SharePoint-Server angelegt. Ich möchte euch das auch zeigen. Ihr seht, da habe ich es angelegt. Und ich kann jetzt diesen Ordner, der für den Kanalteilprojekt Schulung angelegt ist,
kann ich hier in SharePoint öffnen. Und dann seht ihr, da haben wir das Beispiel aus Teams. Das war das OneNote-Notizbuch, das ich aus Teams heraus angelegt habe. Und da haben wir das Beispiel für das Notizbuch, das ich aus SharePoint heraus angelegt habe. Du siehst, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten. Wichtig ist vor allem der Ort, nämlich legst du es lokal oder im Netz an, legst du es auf SharePoint an oder in OneDrive. Und der Weg, der kann sehr unterschiedlich sein. Du hast gesehen, zum Beispiel auf SharePoint kann man sowohl über SharePoint als auch über Teams ein Notizbuch anlegen. Also mach dir den Ort bewusst. Ich würde mir den auch aufschreiben für die Notizbücher, weil du wirst merken, mit der Zeit sind es so viele, dass es manchmal gar nicht mehr so einfach ist zu wissen, wo ist eigentlich welches. In den nächsten Videos zeige ich euch dann, wie ihr eure Notizbücher findet oder wiederfindet, wie ihr sie umziehen könnt oder auch wie ihr sie löschen könnt. Wenn ihr also diese Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert doch den Kanal und schaltet am besten auch die Glocke ein. Und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch einen Daumen hoch und dann freue ich mich auf euer weiteres Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Video. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.